Los! Man sollte in so einer Situation auf jeden Fall es vermeiden, zu provozieren. Nach dem Vorfall bin ich direkt zur Polizei gegangen und habe eine Anzeige erstattet. Hi, ich bin Nele. Hi, ich bin Sibel und ich bin Polizistin. Moin, ich bin Tanja. Ich trainiere und unterrichte Kampfsport und Selbstverteidigung. Ich zeige den beiden heute, wie man sich in einer Extremsituation verhält. Ich glaube, das Wichtigste bei der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung ist, selbstbewusst aufzutreten. Wenn ich zum Beispiel von einer Feier allein nach Hause laufe in der Nacht, dann verhalte ich mich viel aufmerksamer und passe auch auf, dass in meiner Umgebung alles okay ist. Am besten steht man aufrecht, selbstbewusst, auf jeden Fall nicht klein machen und nicht auf den Boden starren. Ich bin damals ganz normal zur Schule gefahren mit meinem Fahrrad und da stand eben ein Mann. Ich habe das erst gar nicht so richtig erkannt und bin dann eben weitergefahren und näher gekommen und da habe ich eben gesehen, dass er sich eben selbst befriedigt hat und ich war wohl seine Vorlage, weil niemand anders war dort. Und dann bin ich eben weiter zur Schule und war natürlich total geschockt und konnte gar nicht einordnen, was da gerade passiert ist. Nach dem Vorfall bin ich direkt zur Polizei gegangen und habe eine Anzeige erstattet. Wenn man belästigt wurde, ist das größte Problem die Beweissicherung und deswegen sollte man direkt eine Polizeistation aufsuchen und dann lässt man sich anweisen. Im besten Fall auch noch ein Gedächtnisprotokoll schreiben, weil man viel wieder vergisst, wenn einem was Schlechtes passiert ist. Ich sollte ein Phantombild erstellen und leider wurde ich da sehr spät informiert. Demnach konnte ich mich leider schlecht erinnern. Die Anzeige wurde dann auch fallen gelassen, weil man eben keine Hinweise gefunden hat. Okay, wir machen die erste Übung heute. Da geht es darum, dass jemand zu euch kommt und zu dicht kommt. Das hier wäre meine Grenze. Jetzt kommt er dichter. Ich nehme meine Hände hoch, mache einen Schritt nach hinten und dann sage ich schön selbstbewusst, aber ruhig, halt, stopp. Stopp! Genau, das war schon mal ganz gut. Hände nicht ganz ausstrecken. Schön die Arme ein bisschen beugen. Stopp. Sehr gut. Bei der nächsten Situation ist es so, dass er mir ans Handgelenk greift und ich nehme meinen Arm hoch, will meine imaginäre Uhr anschauen. Und dann haben wir eben ja schon gelernt, nach hinten gehen, Arme gleich hoch. Er kann oben bleiben. Ich habe da eine Deckung. Das heißt, wenn mehr kommt, kann ich zumachen. Es dauert länger, wenn ich es wieder runternehme und er schlägt. So schnell ist man nicht. Du willst mehr Tipps, die für uns Mädels echt wichtig sind? Dann abonniere den Kanal. Auch wenn ihr Erfahrung habt in Selbstverteidigungskursen oder irgendwelche Tricks könnt, ist es aber trotzdem immer am besten, die Situation zu verlassen. Denn im schlimmsten Fall ist der Täter immer stärker als ich selber. Dieses Risiko dürfen wir nicht eingehen. Also was mich überrascht hat, war, dass ich mit einer Hand da gar nicht rauskam aus der Situation. Genau. Wenn das nicht funktioniert, dann haust du mit der Hand darauf. Man sollte in so einer Situation auf jeden Fall es vermeiden, zu provozieren. Das ist schwierig, weil man ja selber emotional involviert ist, aber es ist super wichtig, immer raus aus der Situation. Ja, was auch noch häufig passiert, ist, dass jemand einen in die Haare greift. Ich fixiere seine Hand mit meinen beiden Händen und dann gehe ich tief mit meinem Körper und ein bisschen nach hinten und ziehe ihn runter. Runterschmeißen, aufbauen, Hände wieder hoch, stabiler Stand. Ich hatte ein Auslandssemester in Istanbul und war auf einer Party mit Erasmus-Studenten und dabei hat es Situationen gegeben, in denen ich mehrmals angefasst wurde und das war eine für mich ganz schreckliche Situation. Ich habe mich dann von der Situation entfernt, weil das danach nochmal passiert ist. Das Komische ist, in solchen Situationen fühlt man sich selbst als Opfer total unangenehm. Man hinterfragt sich, ob man selbst damit zu tun hat, was lächerlich ist. Obwohl ich ja nichts getan habe und ich das Opfer bin, habe ich mich total schlecht dabei gefühlt und wollte das keinem erzählen. Das Schlimmste an der Situation war, dass man ganz alleine damit war. Wenn du mitbekommst, dass jemand anderes von so einer Situation betroffen ist, dann geh direkt hin und sag der Person, dass du für sie da bist, dass du deine Daten da lässt und dass du auch eine Aussage vor Gericht für sie machen würdest. Zeugen spielen in dem Fall eine große Rolle. Je mehr Zeugen man hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch auch dann dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Hilfsmittel können auch immer gegen einen selber benutzt werden. Deswegen rate ich allgemein ein bisschen davon ab. Am besten sind Kurse der Selbstverteidigung und die Körpersprache. Was ist dein Tipp für einen sicheren Heimweg? Schreib's in die Kommentare. Kommen wir zur nächsten Eskalationsstufe. Das heißt, er kommt in meinen persönlichen Raum und er fasst mich von hinten und fixiert mich. Er greift auch ziemlich fest, sodass ich meine Arme überhaupt nicht mehr bewegen kann. Aber jetzt mache ich einen Schritt zur Seite und dann haue ich in den Schritt. Dann komme ich mit dem Ellenbogen hoch in sein Gesicht. Ellenbogen bleibt da, ich drehe mich um, fasse seine Schulter und mein rechtes Knie geht in seinen Schritt. Deckung.
Und man muss ja erstmal trauen, auch demjenigen weh zu tun. Jetzt auch zum ersten Mal gemacht, da ist es natürlich immer sehr aufregend und dann klappt das auch nicht alles perfekt. Also es hilft auf jeden Fall nicht, wenn man nur einmal einen Kurs gemacht hat, wenn es ums Körperliche geht. Es ist immer besser, dass man es regelmäßig trainiert, damit man es sich merkt, was man alles tun kann. Okay, wir haben jetzt ja gerade die Technik geübt und jetzt ist es super wichtig, dass man auch laut dabei wird, weil wir wollen, dass alle um uns herum sehen, dass wir in Gefahr sind. Hey, lass mich los! Hey! Gibt es Hilfe? Wenn dem so ist, auf jeden Fall aktiv ansprechen und sagen, ich brauche von dir Hilfe, ich werde gerade belästigt. Also was ich auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass ich jetzt weiß, dass ich mich da wehren kann. Also das hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass man das als zierliche Frau auch schafft. So dass ich diejenige war, die dann angegriffen wird, halt als Privatperson, ist nochmal was ganz anderes. Leider ist es ja so, dass es oft Frauen passiert und das Wichtigste in dem Moment ist, dass sie sich gegenseitig stärken und nicht das runterreden. Es gibt sehr viele Hilfseinrichtungen, die einem helfen können. Ganz bekannt ist der Weiße Ring zum Beispiel. Ich setze mich ja auch als Botschafterin ein für Was hattest du an? Es ist zwar keine Opferhilfe, aber es hilft vielen Frauen, auch nach Anzeigen mit dem Geschehenen fertig zu werden und auch andere zu finden, die das Leid teilen. In der Ausstellung Was hattest du an? Geht es darum, die Kleidung, die Opfer getragen haben und die Geschichten dahinter. Die macht nochmal ganz deutlich, dass es unwichtig ist, was man getragen hat und man ist trotzdem Opfer von sexueller Gewalt oder sexueller Belästigung geworden. Besser für die Zukunft wäre es auf jeden Fall, wenn das Thema mehr besprochen wird und mehr Präsenz erhält. Aufklärung in Richtung Selbstbehauptung natürlich, aber auch vor allem, dass man sich kleiden kann, wie man möchte, also dass jeder sein darf, wie er ist. Hoffentlich können so Vorfälle verhindert werden.